Ja, das könnte auch aus einem Playmobil-Baukasten sein. Wie baue ich mir ein Morelo zusammen? Das ist tatsächlich die Seitenwand eines Reisemobils. Wenn sie da so steht, man möchte heulen, ja, weil es fehlt was. Es fehlt alles. Naja, gut, für mich schaut die relativ komplett aus. Die Nein, ich meine, das Auto fehlt. Achso, das Auto, ja, das steht rechts daneben. Ne? Auch hier alles vorgefertigt. Du siehst, die Fenster sind drin, das Dekor ist angebracht, die Klappen sind montiert. Die Elektroverkabelung ist teilweise schon fertig. Die Aufkleber sind drauf. Die Aufkleber sind drauf. Auch hier ganz groß Plug and Play, sprich die Seitenwand wird am Fahrzeug montiert und kann gleich weiterfahren. So, die Klappen sind da. Thema Klappen, da könntest du ein Buch drüber schreiben. Da habt ihr so viele Klappenhersteller schon probiert. Ist der zuverlässig, den ihr jetzt verwendet? Ja. Für die Schlösser? Wir haben ja nur 2 Klappenhersteller und die funktionieren eigentlich beide sehr gut. Mach mal auf, bitte. Das ist kein Die funktionieren alle? Die funktionieren, genau. Okay, alles klar. Die Zentralverriegelung, auch ohne Kabelführung, sondern es läuft über die Platine. Das ist aber neu, oder? Die haben wir eigentlich schon seit ein paar Jahren im Portfolio. Okay, ja, unser kommt ja jetzt mit Zentralverriegelung zusätzlich nochmal mit dabei. Die Fenster, der hat Kunststofffenster? Der hat jetzt die Kunststofffenster und hier die Doppelfahrhausfenster mit Isolierung. Krass, und das steht hier einfach so. Das Gewicht ungefähr, was denkst du, was wiegt hier so ein Teil? Ich würde jetzt 180 Kilo schätzen. Echt? 180. Das heißt, 5 Leute können das heben? Nein, ein Kran. Du siehst da oben die Ösen. Die bleiben auch in der Seitenwand, bis die dann oben auf der Dachmontage wegkommen. Echt? So. Da wird nichts mit Manneskraft gehoben. Ich wollte gerade sagen, weil die Bandscheiben, das geht gar nicht. Nein. Dafür haben wir die roten Schienen hier oben in der Halle komplett und 3 Kräne, die im Dauereinsatz sind. So, falls Sie sich wundern, dass hier keiner mehr arbeitet, das liegt daran, dass die so effizient arbeiten, dass sie täglich nur 3 Stunden arbeiten bei Morelo. Nein, es ist Freitagmittag. Genau, wir arbeiten von Montag bis Donnerstag immer eine halbe Stunde länger, um am Freitag 2 Stunden früher gehen zu können. So, hier vorne sieht man es, auch hier ist innen schon alles ausgestattet. Das ist das Schlafzimmer hinten. Genau, du siehst hier die klare Trennung. Schlafzimmer haben wir das Kunstleder und die Garage im Prinzip den Teppich, der im kompletten Garagenbereich verklebt ist. Ist das krass, wenn man das so sieht. Und ich glaube, dass wir vielen Leuten auch mal einen Gefallen machen, dass man mal sieht, wie das von innen aussieht, weil man sieht ja immer nur das fertige Reisemobil auf den Messen. Genau, und auch nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Da steckt viel Arbeit dahinter. Hier vorne sieht man den Querschnitt. Nix Holz. Nein, wir haben hier eine Aluminiumlage, die schon komplett lackiert ist oder beschichtet und hier innen eine Aluminiumlage, die roh ist. Und das roh bedeutet im Prinzip, damit wir unsere Werkstoffe aufkleben können, bringen wir hier keine Beschichtung an. Es ist relativ eben, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt so gucke, ich habe so ganz leichte Wellen drin, das geht technisch nicht anders, oder? Nein, das ist technisch nicht anders umsetzbar. Blech ab einer gewissen Länge hat immer eine Verformung drin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir die Seitenwand mit 8,5 Meter in eine Anlage pressen, ist das gar nicht krass, oder? Das Schöne ist auch, das dehnt sich auch aus, es arbeitet ein bisschen, das Material muss ja komplett gleich arbeiten, oder? Genau, deswegen ist es innen und außen Aluminium. Krass. Genau, hier hätten wir ja sparen können, aber das würde gar nicht gehen technisch. Es würde gehen, aber es wird einfach zu Problemen führen. Das ist Dach? Das ist das Dach. Ich habe gedacht, wer schneidet in quadratische Ausschnitte in die Seiten. Nein, das ist der Dachanschnitt, je nachdem. Hier haben wir das Panoramadach, vorne eine Dachluke, Klimaanlage oder Dachlüfter, Klimaanlage, Mini-Heke und da haben wir das Midi-Heke. So, das sieht man hier vorne, ist ein textiles aufgeklebt. Hier sieht man es ganz gut. Das hat mehrere Gründe. Genau, das ist im Prinzip, kommt hier entweder eine Leuchte rein oder hier ist ein Kabel. Hier siehst du noch einen Kabelkanal, jetzt wenn wir da mal reinführen. Ja. Und dann können die Elektriker im Prinzip, ohne dass sie auf der Oberfläche ziehen, sie hier seitlich rein. Aber hier vorne ist genau denn die Bauzeichnung dabei, die muss natürlich dabei sein. Ja, Leute, die die Arbeitsvorbereitung bei euch machen, das sind wahrscheinlich die Stars im Hintergrund, oder? Genau, die agieren im Hintergrund, da haben wir ein ganz starkes Team, Arbeitsvorbereitung, Konstruktion, die dann im Prinzip den Prozess oder das Produkt so gestalten, dass es hier in der Serie abbildbar ist. So, und am Ende des Tages, dann kommt die Hochzeit. Das heißt, dann sind wir dort drüben. Die Wand wird angebracht, der Kran kommt dran. Wie werden denn die Seiten befestigt? Ist das so oder? Das zeige ich dir gleich. Also die Seitenwände werden erst vermessen und dann mit Schrauben befestigt, wobei auch hier seitlich verklebt. Genau, das heißt kleben und schrauben. Kleben und schrauben, genau. Auch da darf nichts knarzen. Das ist ja oft so das Thema, dass es verbindungsfrei ist, weil ihr schraubt tatsächlich den Boden direkt auf das Chassis drauf und das funktioniert hervorragend. Wettbewerber sagen, naja, Morelo, die schrauben das direkt da drauf, das kann ja gar nicht funktionieren. Es funktioniert. Das funktioniert tadellos. Es ist ja auch kein Geländefahrzeug, muss man sagen. Genau, also die Fahrzeuge werden wie ein klassischer Bus in der Regel nur auf der Straße oder die sind eigentlich nur für die Straße gebaut.
damit nach Afrika in die Wüste zu fahren, wäre nicht empfehlenswert. Schlechtwege ist kein Thema. Man kann ja über die Luftfederung und so weiter, das kann man ja programmieren. Wir haben die Differentialsperre, die mal einen Feldweg oder eine Wiese ausgleicht. Wir haben eine Luftfederung, die den Komfort da unheimlich gut gestaltet. Aber wir sind hier nicht im Offroad-Bereich. Hier vorne sieht man sehr, sehr schön, wenn so ein Reisemobil gebaut wird, wie das Ganze jetzt modular vonstatten geht. Das heißt, die Heckgarage, wie man das so macht, es geht ja gar nicht anders. Es muss genauso gemacht werden, dass das Bett im Heck ist meistens. Jetzt könnte ja ein Kunde kommen und sagen, ich hätte gerne mein Büro hier unten drunter. Geht nicht. Nicht bei euch. Doch, wir haben auch tatsächlich Kunden gehabt, aber nicht in dieser Garage. Der hat da hinten sein Fitnessstudio drin gehabt, sprich so ein Fahrrad zum Aufwärmen. Ja. Ein ganz, ganz berühmter Rennfahrer. Echt? Ja. So, wir sagen noch nicht wer. Genau. So, da vorne sieht man die Heizung auch. Die Heckgarage ist beheizt, also da, wo andere Leute Luftausströmer haben. Hier sieht man die Batterien exakt eingebaut. Das ist alles ein Kunstwerk. Genau, wir haben die Heckgarage ist bei uns auch hier beheizt. Wir können es zu- und abschalten. Also sprich, wenn man das Bett oben drüber hat und die Heckgarage da unten nicht zu warm haben möchte, kann man den Zufluss der Heizung regulieren, was im Wintersport ganz praktisch ist. Ich hänge meine Kleiderstange rein, die Sachen von den Kids und meine, und die sind am nächsten Tag trocken. Die sind wirklich trocken. Also es gibt optional bei euch eine Kleiderstange, kann man gleich mitkaufen. Genau. Und kann ich nur empfehlen, auch wenn die Leute sagen, ach, eine Kleiderstange, ich glaube, die kostet 70, 80 Euro oder sowas, mitbestellen, denn das ist richtig klasse. Sorgt nochmal für zusätzlichen Komfort. Ja, ich habe sie nicht bestellt. So, das ist die große Klappe. Hier sieht man nichts. Das ist, glaube ich, ab einer gewissen Preisklasse ist das Standard. Da gibt es keine Griffe hin. Genau, wir haben ab dem Palace haben wir den Schalter integriert in der Rückleuchte. So einen kleinen schwarzen Schalter, der das dann elektrisch öffnet. Okay, das ist elektrisch. Das kennen wir von den ganz großen. Ja, jetzt sieht er schon relativ fertig aus. Hier kommen später Edelstahl-Zierblenden drauf. Genau, dann haben wir hier die Radzierblenden, die drauf montiert werden, die dann im Prinzip dieselbe Optik wie die Aluminiumfelge vorne hat. Das kommt hier vorne drauf. Das Ganze ist natürlich, hier sieht man den Kühlschrank, das ist dann die Serviceklappe. Genau, A, Serviceklappe und B, der Luftdurchzug. Wir haben den Kamin, der oben noch offen ist, weil der Kühlschrank läuft ja unter anderem auch mit Gas. Und dann haben wir hier die Zufuhr. So, jetzt ist die Seitenwand montiert, die wird hier oben dann gegengezogen. Das heißt, der Kleber aushärten dauert wie lange? Eine Stunde, 2? Nein, der Kleber aushärten, final wahrscheinlich 10 bis 12 Tage. Ja, das heißt, die Leute können nicht, wenn das Auto hier rausgefahren ist, erstmal sagen, komm, ich fahre gleich weg. Das geht nicht. Doch. Wenn das Auto hier rausgefahren wird, geht es in der Regel dann in die Qualität. Und da sind mindestens 10 Tage dazwischen. So, jetzt steht schon, die Küche ist schon hier drin, die wichtigsten Sachen, die Heizung ist schon eingebaut, die Schubladen sind hier schon drin am Einstieg, aber die Treppe ist noch nicht drin, oder? Nein, die Treppe, die ist hier noch nicht montiert. Da muss ich leider dazu sagen, die wird vorne auf Station 3 montiert, aber wir haben hier einen kleinen Lieferengpass. Die wird nachgeholt. Die wird nachgeholt. Corona, so ist es. Corona und Italien ist leider wieder schwer betroffen, von daher wird sie nachmontiert. Ihr habt viel aus Italien, muss man sagen. Es fängt an mit den Chassis. Ihr seid zufrieden mit Iveco? Ja. Iveco ist da ein ganz guter Partner. So, 10 Palace. Jetzt drehen wir ja im November. 21 kommt. Hast du das Gefühl, dass die Jahre bei dir wie im Flug vergehen hier bei Morillo? Ja, es ist sehr, sehr schnelllebig geworden mittlerweile. Ich muss bei Christina manchmal fragen, wann denn jetzt, welcher Wochentag ist. Ne? Ich bin geistig am Dienstag und wir haben schon Freitag. Ja, vorne sieht man das Ganze macht das ja auch unheimlich spannend. Ne? Ja, tolles Fahrzeug. Das hier wird ein Palace 85L. Das heißt, was ist L nochmal? L steht für das Längsbett. Also die Bezeichnung ist so aufgebaut, wir haben hier vorne die Baureihe, dann haben wir ungefähr die Fahrzeuglänge, also 8,50 Meter und L ist das Längsbett. Wenn ein S dahinter steht, das steht für Schrank, ein B für lange Sitzbank. Und Trend ist die Wohnwelt, die haben wir gerade in der Schreinerei erörtert. Und dann vorne sieht man Meyer Fahrzeugbau. Auch da ganz klares Bekenntnis bei euch. Meyer, einer der besten in Deutschland? Einer der besten, der die Fahrzeuge umbaut, ja. Der ist ja spezialisiert auf den Fahrzeugumbau für die Caravan-Branche. Der macht aber nicht nur Caravans, der ist ein ganz großer, oder? Meyer. Der ist in der Hinsicht ein ganz großer, ja. So ist es, ja. Und dann steht es quasi hier. Und jedes hat einen Schritt. Wir gehen mal kurz hoch, denn an der Stufe... Achso, sehen wir später von da? Sehen wir später. Achso, da geht's hoch. Man kann ja in den ersten Stock, gell? Genau. Dann würden wir hier Arbeitsunfälle vermeiden, indem wir dich da hochbrettern lassen. Oh, und da steht auch schon das Heck. Da steht auch schon die Heckmaske. Man sieht auch hier, wir ziehen die Bettplatte ein und dann kommt die Heckmaske drauf. Da ist die Bettplatte.
So, und das ist der Schrank von hinten. Genau, das ist der Schrank von hinten. Und jetzt kommt dann noch die Heckmaske dazu. Da ist noch Platz hier. Was kommt dahinter? Die Bettvariante ist so gewählt, dass im Prinzip das Kopfteil bis nach hinten geht und dann hat man hier nochmal zusätzlichen Stauraum. Ah, okay. So, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Quadratzentimeter bei euch nicht... Das ist noch nicht montiert. Das wird noch komplett nach hinten geschoben. Genau. Also du siehst, er hat noch keine Verbindung mit der Seitenwand und wird im Prinzip komplett an die Heckmaske geschoben. Okay, verstanden. So, das ist so der... Ja, auch das Thema Heckmaske... Das ist ja ein richtig teures Bauteil, oder? Das kriegst du nicht geschenkt. Nein, das ist ein richtig teures Bauteil. Es beginnt beim Werkzeugbau und endet im Prinzip mit der Montage. Wir haben hier einen Teil, das extra für uns angefertigt wird, in Handarbeit. Also es ist GFK. Krass, wenn man das mal so von innen sieht, das sieht man ja kaum. Die Werkstatt bei euch, die sieht es öfter mal. Denn wenn irgendwas passiert, oft am Heck. Genau, also ein Auffahrsschaden, Unfallschaden, ein Parkrempler, da ist im Prinzip alles dabei. Was ist das für ein Aufwand? Man kann es tauschen, ist es dafür schon gebaut, dass man es tauschen kann? Man kann es tauschen, aber das GFK lässt sich oder verzeiht Fehler. Ich kann im Prinzip anspachteln, ich kann neuen Gegelcode aufbringen, ich kann es neu lackieren. Das ist eigentlich ein ganz gutes Material. Denn das kommt aus dem Schiffsbau, ist wirklich unglaublich belastbar. Man sieht es hier vorne, Gelcode. Für alle, die nicht wissen, was ist Gelcode, das ist glaube ich, nur hier hinten, oder? Die Seiten haben ja kein Gelcode. Genau, die Seiten sind Aluminium und die Front- und die Heckmasten sind aus Glasfaserverbundstoffen. Und außen ist dann so eine Art Kunstharzbeschichtung. Was ist das, Gelcode? Gelcode ist im Prinzip das lackierte Material hier. Also es wird im Nachgang nicht mehr lackiert, sondern der erste Arbeitsgang in dem Fall ist Gelcode und wird dann poliert. Okay, das heißt, der kann auch mal reißen, splittern, wenn da mal was passiert. Man kann es ausbessern. Man kann es nachbessern, genau. Gut, hier vorne sieht man dann die Maske, die kommt dann dran. Und so Stück für Stück sieht man dann hier vorne, wird das Reisemobil fertiger. Ist das ein Home hier vorne, der kleine? Das ist ein Home, genau. Man sieht immer hinter dem großen ein kleines Reisemobil. Ach so, ist das so? Das ist so, ja. Das ist fertigungsbedingt anders nicht abbildbar, weil wir in einem großen Fahrzeug einen ganz anderen Zeitaufwand haben wie in einem kleinen. Okay, das heißt, ihr baut... Ich habe gedacht, der fährt in die Heckgarage gleich rein. Nein. Wirklich ein bisschen kleiner. Nein. Wir sind hier jetzt im Bereich Gerüst. Wir arbeiten hier unten am Fahrzeug, im Fahrzeug und oben am Fahrzeug. Das ist somit die 3 Stationen, an denen am meisten passiert. So, und das werden wir uns gleich mal angucken. Bleibt dran. 3 Stationen, an die am meisten passiert, sogar hier oben mit der Haltestelle Station Dachaufbau. Da ist uns nämlich letztes Mal die Aufnahme abgerissen, deswegen konnten wir das nicht zeigen, aber jetzt werden wir es mal ganz genau zeigen. Und der Robert hat ganz viel Zeit mitgebracht, um uns hier stundenlang durch die Firma zu führen als Geschäftsführer. Nee. So ein bisschen Sarkasmus raus, Sven. Nein, nee. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. So, hier steht ein Home. Danke, bis gleich.